das Wesen Mond. Das Wesen Mond. Ich sehe so ein großes weißes Gesicht, so ein Lichtgesicht, Gestalt erstmal. Das Wesen Mond. Ich sehe es scheinbar dann seine ätherische Gestalt. Das Wesen Mond. Ich sehe zurzeit gerade die dunkle Seite. Es ist nicht wirklich ein Planetwesen, aber es zeigt sich als Planetwesen. Das Wesen Mond. Also es hat was Spirituelles, etwas Freundliches. Es hat ein bisschen was Verbranntes, also äußerlich. Das Wesen Mond. Liebes Wesen, sei gegrüßt. Ich bitte um Einlass und ich bitte um Informationen. Liebes Mondwesen, sei gegrüßt. Es ist sehr, sehr warmherzig, sehr gesellig, das Mondwesen. Also, ich weiß nicht, ich beschreibe einfach nur das Bild. Ich sehe im Inneren des Mondes einen Stahlkörper aus dickem Stahl. Es scheint wie eine Konstruktion aus Stahl zu sein, die außen sozusagen wie ein Planet aussieht. Aber außen scheint so eine Art Sand zu sein, Sand oder Staub. Aber im Inneren sehe ich eine enorme Stahlkonstruktion mit einem nicht goldenen, sondern einem silbernen Kern. Ich sehe so Stähle, die so in die Mitte gehen zu diesem Kern. Also es scheint wohl einen Hohlkörper zu besitzen, der Mond. Und dieser Hohlkörper ist wirklich hohl. Es ist im Gesamten, ja, es ist ein runder Stahlkörper. Also es ist so ein massives Metall drumherum, also drin im Innenraum. Es wirkt wie eine Konstruktion. Es wirkt wie ein Haus. Hier zeigt sich das Bild eines Hauses. Ich sehe einen großen Raumfahrtbahnhof, große Flächen, sozusagen im Inneren, was dann nach außen fliegt, nach außen rausgeht. Aber sobald Flugaktivitäten aufhören, geht dieses Tor wieder zu. Es ist sozusagen innen drin abgeschlossen. Also es ist sozusagen eine Art, wie nennt man das, geschlossenes Ökosystem oder System, geschlossenes System, Ökosystem, nehme ich noch nicht wahr. Ich nehme wahr Transport von irgendwas, Gerätschaften, die mit Holz zugemacht sind, also Transportgüter nehme ich wahr. Ich nehme Lagerarbeiter wahr mit weißen Bauhüten. Es gibt auf dem Bau die Caps, die Bauhelme sind ja hier, ich weiß gar nicht, ob die hier weiß sind.
dort sind sie weiß und die Arbeiter sind auch in weiß gekleidet, mit Nummern. Aber es sind ganz normale Menschen und die schweben nicht da drin. Es scheint eine Form von Erdanziehung da zu sein, dort drin. Also beim Mond findet alles im Inneren statt, nicht im Außen. Im Außen tarnt es sich mit so einer Sanddecke, oder Sand. Mit verbranntem. Also es tarnt sich außen anders, als es innen ist. Innen haben wir erdähnliche Zustände, auch Sandwelten, Flüsse. Dort drinnen befinden sich Landschaften auf dem Mond. Der Mond ist mit der Erde ganz deutlich verbunden und da ist enorm viel Aktivität auf dem Mond. Also, aber es hat alles was von Transport, Logistik. Also es gibt doch so Lager von so Firmen, wo was reingeht und was rausgeht. Sowas sehe ich in Form von so Arbeitern, die dass sich darum kümmern. Und ich sehe ganz deutlich andere Arten von Flugkörpern, die dort fliegen. Also auch diese Raketen, auch die hier von der Erde dorthin fliegen, sehe ich genauso. Dort findet genauso ein Transport statt, hin und zurück. Aber es scheint alles sehr ausgereift zu sein. Das ist irgendwie fortentwickelt. Das wirkt alles sehr modern. Also was da. Und dort geht sehr, sehr viel Geld weltweit hin in diese Geschichte. Und zwar von allen Ländern. China ist drin, Russland ist drin, Amerika ist drin. Eigentlich ist fast die ganze Welt dabei. Da drin. Südamerika sind auch die Länder. Brasilien ist drin, Indien ist drin, Australien, Kanada. Also die Länder geben alle Geld dafür aus und tarnen das in den Rüstungsausgaben, die Gelder für den Mond. Sie kreieren sozusagen Konflikte, erhöhen die Rüstungsausgaben, aber die gehen eigentlich alle in den Mond hinein. Die gehen hier gar nicht. Die überteuerten Preise werden als Tarnung genommen und ein Teil davon, also ich sehe ganz viel Geld dorthin fließen, schweben in den Mond. Und es wirkt alles, als ob da die Konstruktionen alle mit diesen Geldern aufgebaut wurden. Also, und man, beschäftigt die Leute damit, indem sie über UFOs und unten Area 51 und diese ganzen Geschichten und keine Ahnung, die wirklichen Aktivitäten finden dort oben statt, gar nicht hier auf der Erde. Und auf der Erde gibt es mehr Aktivität, die wir nicht wahrnehmen. Aber jetzt so rein physisches Geld viel in diese Mondgeschichte kommen alle aus den Rüstungsausgaben, Großteil. Also, und es ist eben auch Militär da oben. Es ist generell das Militär, was dort regiert, aber es ist sozusagen eine Mondabordnung bestehend aus den Abordnungen aller Erdbewohner, also Länder. Also jedes Land ist dort repräsentiert. Sowas wie die UN. Es gibt doch sowas wie die UN-Truppen, die dann, und so muss man sich das da oben auch vorstellen. Dann sind dort eben, keine Ahnung, da sind kanadische Truppen, da sind Türkei ist auch dabei, Iran ist auch dabei, Saudi-Arabien ist dabei. Ja, schau mir mal diese Länder, die so gegenseitig sich anfeinden,
die sind alle dabei, auch die, die miteinander Krieg führen. Also das, was hier sozusagen dargestellt wird, findet dort ganz anders statt. Die arbeiten alle miteinander. Da gibt es keine Gegnerschaft. Alle wollen zu gleichen Teilen an der technischen Innovation dort sozusagen profitieren, partizipieren. Aber jetzt ist die Frage bei dem Wesen Mond, warum sind die da oben? Was ist denn da? Was hat dieser Raumfahrtbahnhof denn so Besonderes? Ja, dort sind außerirdische Wesen, außerirdische sehende Wesen. Ich sehe zurzeit die Grauen, die dort vor Ort sind. Ich sehe aber auch ätherische Wesen, also das sind viele andere energetische Wesen. Oh, ich sehe nicht nur Abordnungen der Erde, sondern Abordnungen der Galaxie von verschiedenen Planeten. Und es findet ja ein Austausch statt von Waren und Dienstleistungen. Und die einen, es profitieren wohl scheinbar beide Seiten, nicht nur eine. Also die Erdbewohner begegnen dort nicht Intelligenzien, die sozusagen von der Erde nichts gebrauchen können, im Gegenteil. Aber was bekommen die denn von der Erde, diese Intelligenzien anderer Planeten? Also wir bekommen technische Innovationen und sie bekommen irgendwie geistige Innovationen, geistige Emotionen. Die Erde ist reich an Emotionen. Tod, das ist eine starke Kraft hier. Trauer, also Emotionen, also viel so Geistiges. Also sie bekommen Dinge, die sie nicht haben von der Erde, weil die Erde so mannigfaltig in ihrer Ausdruckskraft ist, sehr unterschiedlich. Man muss sich so vorstellen, als ob auf der Erde 1000 Planeten sind. So viel kommt hier so zusammen. Und man bekommt, also Außerirdische machen hier Dinge und man bekommt dieses Wissen. Aber es sind keine Experimente an Menschen oder sowas, was ich wahrnehme, sondern es findet alles auf der geistigen Ebene so statt, in den Emotionen findet es statt. Nicht so sehr auf der materiellen Ebene, das interessiert die alles gar nicht. Die interessieren sich auch für die Entwicklung, gerade für die sensationelle Entwicklung. Das kann auch sein, dass wir gerade eine große Show sind. Die Erdbewohner gewähren denen den Blick auf die Erde, um an dieser Sensation der Erdentwicklung teilzunehmen. Und dafür sind diese Wesen bereit, Technik auszutauschen, also die für die nichtssagend sind oder eher selbstverständlich. Das heißt, ja, ich vermute so, weiß ich nicht, eines der berühmtesten Konzerte und um da drauf zu kommen, gibt man eben Geld, was man hier hätte. Und dort kommt man auf das größte Weltkonzert, in dem man Technik gibt, die eigentlich unbedeutend ist für die, weil das so normal ist. Aber hier ist diese Technik unschätzbar wertvoll, weil man damit hier wieder Geld machen kann, um wieder den Mond zu finanzieren. Also es geht sozusagen immer um dasselbe. Es geht darum, dort was aufzubauen, eine Verbindungsstation aufzubauen zu anderen Intelligenzien und man versucht es so lange wie möglich geheim zu halten. Aber es ist längst im Äther, weil sozusagen
alles aufbricht. Man kann es nicht mehr lange geheim halten. Es gibt viele, die versucht haben, darüber zu reden, die man nicht ernst genommen hat. Man hat eine Art und Weise geschaffen, dass das nicht ernst genommen wird, diese ganze Thematik. Warum? Um die Erdentwicklung nicht zu stören. Es gibt einen bestimmten Ablauf der Erdentwicklung und man wollte in die nicht eingreifen und sie nicht stören, wenn es nicht so weit ist. Das Wesen Mond. Ja, dort sind auch Lichtwesen vorhanden. Also dort weiß man alles, was man hier vermutet. Was man hier in Filmen sieht, das weiß man dort. Und die Aliens sitzen und lachen sich über die Filme, über die Aliens hier auf der Erde, lachen die. Sie finden das sehr amüsant. Dass es solche Filme gibt mit solchen absurden Ideen und Geschichten. Aber es hat alles was Amüsantes. Das, was sie fasziniert, ist diese kindliche Kreativität hier. Diese kindliche Freude an der Kreativität. Das gibt denen sehr... jetzt kommt es langsam. Es ist so, wenn du... Kunst hat die Kraft zur Heilung. Kunst hat die Kraft zur Kreativität. Kunst beflügelt, wenn man so einen Alltag hat und man macht Kunst oder sieht Kunst, dann beflügelt es einen, inspiriert einen, wie ein schönes Kunstwerk. Das ist es, was sie von uns brauchen. Unsere Kreativität, unsere künstlerische Ausdruckskraft, das, was wir hier so tun. Und zwar auf der manifesten Ebene, das ist außergewöhnlich, was hier gemacht wird. Das gibt denen sehr, sehr, sehr viel, dass sie das miterleben dürfen. Also, das ist, was sich mir zeigt. Und sie sehen es eben in Form von Bildern, also das wird denen da präsentiert. Es gibt welche, die auch auf der Erde sind, aber nicht alle kommen auf die Erde, viele bleiben da auf dem Mond und gehen dann mit dem Wissen, mit dem Material, was sie dann bekommen haben, gehen sie dann zu ihren Ländern. So wie hier die Erdbewohner wieder zurück zu den Erdbewohnern gehen. Es gibt mannigfaltige Techniken der Transports zum Mond, von denen wir noch nicht mal zu träumen wagen. Unter anderem scheint am Südpol ein Portal zu sein, der direkt zum Mond geht. Also man geht dort hinein und kommt am Mond raus. Es gibt mannigfaltige Formen des Transports zum Mond, die wir nicht wissen, von denen wir nichts erfahren. Und diese ganze Geschichte Elon Musk und diese Flüge zum Mond sind eine Vorbereitung für nicht die künstliche, sondern für die außerirdische Intelligenz, der man dann früher oder später begegnen wird. Also es bereitet sozusagen für den Menschen in seiner Entwicklung, bereitet das vor, bis man dann das vorfindet. Und dann wurden schon so viele außerirdischen Geschichten erzählt, mit so vielen konfrontiert. Wir werden nicht umsonst mit Superhelden konfrontiert, mannigfaltiger Art. Die größten Filme sind Filme Außerirdischer, wo es um Außerirdische geht. Und es ist sozusagen eine Vorbereitung darauf, dass wir als Erde nicht allein sind. Das ist das, was sich mir zeigt. Landschaften sehe ich alles im Inneren des Mondes, nicht außen. Da gibt es auch ganze geschlossene Ökosysteme in Form. Also das, was man hier so ausprobiert hat, dass man auf dem Mond dass man eine Landschaft komplett herstellen kann, ein gesamtes Ökosystem, ist längst realisiert da oben. Was man hier in den 70er, 80er diskutiert hat, über Ökosysteme in Glas,
wo Leute dann über Jahre da drin gewohnt und gelebt haben, das ist längst realisiert auf dem Mond. Das ist nicht irgendwie, weil der Mensch muss nämlich seinen Körper mit nach oben nehmen, damit er da leben kann. Und er hat es längst realisiert. Und wir befinden uns auf der ganzen Erde im Tal der Ahnungslosen. Wir werden mit unwichtigen Dingen beschäftigt und es braucht immer ein bisschen Krieg, damit man die Rüstungsausgaben höher machen kann. Aber es geht nicht mehr um Krieg, es geht um den Weltraum. Es geht um die Eroberung des Weltraums. Nicht der Eroberung, sondern den Zugang. Und der besiegelt das Ende der alten Welt. Der Zugang zum Weltraum beendet die alte Welt, weil dann die Matrix fällt. Sobald das elektromagnetische Bild, die Matrix fällt, weiß man alles schon selber, was wirklich los ist. Und wenn das passiert, befreit man auch den Mond, weil der Mond ist in einer gewissen Weise auch, ja, einfach ist ein getarnter Hauptbahnhof einfach. So wirkt es einfach getarnt und wird einfach nur noch für eine Sache benutzt, aber das ist eigentlich viel größer, das ist viel wertvoller, was der Mond eigentlich bedeutet. Der Mond ist ein Wesen, ein spirituelles Wesen. Also da finden auch spirituelle Prozesse statt und die werden gerade von den materiellen Prozessen verdrängt. Und sobald die Matrix fällt, konzentriert man sich wieder auf die spirituellen Aspekte des Mondes. Aber meiner Meinung nach scheint, also was ich da sehe beim Mond, scheint der Mond eine Konstruktion zu sein. Es wurde mal gesagt, dass die Erde hierher gebracht wurde, wo sie jetzt ist. Ich vermute, es wurde einen konstruierten Mond hinzugebracht, auch hierher gebracht. Also es wirkt, also ganz eindeutig ist der Mond innen eine Konstruktion. Ist da Stein? Ich sehe alles nur hohl. Ich sehe keine. Es wirkt alles konstruiert da drin. Eine riesige Welt und da ist sogar eine Sonne, gibt es da, ein Licht, also so eine innere Form, eine innere Sonne. Die haben ihr eigenes Tageslicht dort auf dem Mond. Und viel Wissenschaft und Technik. Man spürt auch Experimente, die dort gemacht werden, die man hier nicht machen kann. Vieles wird dort schon gemacht, auch von den Firmen. Die Konzerne sind auch schon da. Also es sind nicht nur Länder, sondern Geldkonzerne sind auch schon da. Also alle großen, die man so kennt, Internetkonzerne und so, die spielen da alle mit. Und die investieren da auch Geld. Also es wird sehr, sehr viel Geld dorthin investiert. Das Wesen Mond. Will das Wesen Mond denn irgendwas mir mitgeben? Also was das Wesen Mond mir gerade sagt, ich bin noch da. Also es scheint für andere Zwecke mehr gebraucht zu werden, als für das, was es auch sonst noch kann. Und da ist eine ganz hohe Betriebsamkeit, sehr viel Bewegung.
Wenn das rauskommt, was da oben ist, dann ist die Erde nicht mehr dieselbe. Das ist ein Riesenschock für alle, wenn das rauskommt. Und es wird nach und nach aufgebaut, über die Jahre jetzt. Man wird dann sagen, wir machen jetzt mal Reisen zum Mond und dann wird man sagen, wir bauen dort Raumstationen und dann, man wird so langsam angenähert und dann irgendwann, hoch, da unten ist ja was, Mensch. Also es findet eine langsame, aber relativ schnelle Annäherung in die Richtung statt. 2025 wird das erste Mondstation werden da schon gebaut werden. Das geht ganz rasant. Weil man möchte das bis 2040 abgeschlossen haben. Ab da muss klar sein, was mit dem Mond ist. Wir finden aber 2040 eine komplett andere Welt vor. Wir finden schon 2025 eine komplett andere Welt vor, als die, die wir jetzt haben. Wir werden viel weiter sein. Unser Horizont wird viel weiter. Unser Horizont weitet sich ins Universum aus. Unser persönlicher Horizont. Das wird passieren. Man wird dann das erste Mal etwas wichtig nehmen, wovon heute gar keiner redet, von dem sogenannten Weltraumklima. Es wird dann ein Klima hier geben, aber man wird mit dem Weltraum plötzlich dazukommen. Es wird nicht mehr heißen, das Klima hier ist, sondern im Weltraum findet gerade dieses Klima, aufgrund dessen passiert jetzt hier Folgendes, das und das. Man wird plötzlich mal den Blick weiten. Das wird kommen. Der Mond ist unser Transformator in eine andere Welt, in eine andere Zeit. Ja. Und es wird mir gesagt, dass der Mond ein Transitplanet ist. Zurzeit wird er so genutzt. Ganz deutlich. Aber er ist mehr. Es ist ein spirituelles Wesen, der Mond. Ja. Und in der Richtung braucht er sehr viel Zuwendung, also viel Aufmerksamkeit. Das ist wie die Erde. Die Erde ist ja auch was ganz anderes, als wie sie benutzt wird. Die wird ja hier als irgendwie Bodenschätzelager benutzt und keine Ahnung, ausbeuten und so. Und so muss man sich das ein bisschen auf dem Mond auch vorstellen. Aber die Erde ist mehr als nur Bodenschätze und Wirtschaft und Wissenschaft und Technik. Das ist die neue Erde hat das auch, aber in erster Linie geht es nicht mehr darum. Und wenn wir sozusagen eine Transformation durchmachen durch den Mond, wird der Mond auch wieder zu seiner eigentlichen Spiritualität zurückkehren, die der Mond hat. So wie die Erde dann auch anders mit der Erde umgegangen wird. Das findet auf dem Mond dann auch statt. Also wir beuten längst schon nicht mehr die Erde aus, sondern wir sind längst schon auch auf dem Mond und machen dort ähnliche Dinge wie hier. Aber man hat mehr Ehrfurcht vor der außerirdischen Intelligenz und man begegnet sich vorsichtig, weil die außerirdische Intelligenz ist in vielen Sachen weit überlegen. Das weiß man auch. Also man bleibt trotzdem ganz klar, weil man hat die Macht darüber, wie man mit der Erde spielt. Also die Mächtigen dieser Erde, die dort. Und die wissen, dass man hier alle aufhetzen könnte gegen diese außerirdischen Intelligenzen. Und deshalb wissen die außerirdischen Intelligenzen auch, dass sie sich
dass beide bleiben entspannt. Weil wenn die Erde einmal anfängt zu kämpfen und dann Raumschiffe und den Krieg ins All bringt, dann gewinnt ja keiner was dabei. Und alles, sobald das Wort Mond kommt, nicht Mond, sondern Raum, Weltraum, Soldaten, Weltraummilitär, Schutz vor den Bösen, weiß ich nicht wem, dann kann man sicher sein, das sind Gelder, die gehen alle in den Mond. Alles. Und die Erde investiert Billionen in den Mond. Billionen. Es wird, diese sogenannte Überproduktion wird so effizient genutzt und viele Konstruktionen werden hier gebaut und dort dann ausgepackt und eingesetzt. Und es geht immer darum, es heißt immer, wir nehmen unsere Körper mit, dort findet es schon statt. Wir müssen ja mit dem Körper auf dem Mond irgendwie klarkommen und dafür werden so Konstruktionen gebaut, ganze Ökosysteme und. Aber es ist schon so, dort findet ein Kommen und Gehen statt. Dort wird nicht sich niedergelassen. Das findet auf dem Mond nicht statt. Das geht da irgendwie auch nicht. Ich weiß aber nicht warum. Man kann dort sich nicht niederlassen, eine Familie gründen oder so. Das ist nicht möglich. Ich weiß aber nicht warum. Sondern alle arbeiten dort, alle sind geschäftig, die dort vor Ort sind. Es ist kein Wohnplanet, es ist eine Retorte für Leben im Weltall, für physische Menschkörper, so wie wir sind. Scheint dessen Retortenversuch zu sein da oben. So kommt mir das vor. Es ist immer nur Arbeit, es sind nur Forschung, es hat immer was, es geht um die Besiedlung des Mondes, um die Besiedlung des Weltalls in einer Weise, wo wir unsere Körper mitnehmen können. So kommt mir das vor. Das ist, was sie da experimentieren. Aber auch das wiederum ist auch nur wieder Tarnung für die, die dort sind. Weil auf einer anderen Ebene findet nochmal ein ganz anderer Austausch statt. Das heißt, man gaukelt uns die ganze Zeit, hier gaukelt man uns Konflikte vor, dort gaukelt man uns vor, wir bauen Ökosysteme, um den Weltraum zu besiedeln. Aber auch das ist eine Täuschung, dahinter ist wieder was ganz anderes. Nochmal ein ganz anderer Plan. Der liegt im Dunklen. Also wir werden die ganze Zeit, wird uns ein Theater vorgespielt, von allen. Und wir sollen immer so gucken, statt so. Weil da oben spielt die Musik, nicht da und da. Also die ganzen Konfliktparteien sind Erfindungen, sind einfach nur gemacht, damit wir da nicht hingucken sollen. Die eigentliche Musik spielt auf dem Mond. Und wir sollen alle noch fleißig arbeiten und das nicht mitkriegen, damit das weiter da finanziert werden kann, was man dann da vorhat. Aber es dauert nicht mehr lange. Viele wissen es schon. Viele sprechen es auch schon aus. Es gibt jetzt Filme, es gibt Leute, die real, es tauchen jetzt immer mehr Pläne auf vom Mond, wo man sieht, das sind Stationen. Es geht langsam, geht schon los. Erst in kleinen Kreisen und dann wird sich das ausweiten. Und die ersten, die auf dem Mond waren bereits da drin. Also haben das schon entdeckt. So die sogenannten Erdbewohner. Aber was mein Eindruck ist, man weiß es scheinbar schon seit 100 Jahren. Also die Regierungssysteme wissen es schon lange,
Das ist irgendwie nichts Neues. Das wirkt jetzt nicht wie so eine... Die Technik wird immer erneuert auf dem neuesten Stand, weil man ja sozusagen wachsen muss. Das Problem war, vor 100 Jahren konnte man darüber gar nicht sprechen, weil dort noch die Gesellschaft im Griff der Kirche war und der Königreiche, weil die wären dann einfach zusammengebrochen, das hätte man nicht gewollt. Und diese permanente Kriegssituation hat sozusagen die Gesellschaften aufgerissen und plötzlich neue Entwicklungen zugelassen. So grausam die Kriege waren, wurden nach den Kriegen Innovationen in Gang gesetzt. Die Weimarer Republik entstand durch den Ersten Weltkrieg erst. Davor gab es die ja gar nicht, davor war es Königreich Deutschland. Die Demokratie, so wie wir sie hier kennen, in der Bundesrepublik kam nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem es eine furchtbare Diktatur hier gab. Also das heißt, so jeder Krieg hat Umwälzungen scheinbar herbeigeführt. Und immer sind die Gelder, die dort profitiert wurden, auch zum Mond gegangen. Das klingt jetzt sehr fantastisch. Also ich kann mir das alles noch gar nicht vorstellen, aber ich sehe das. Ich sehe, dass das eine alte Geschichte ist mit dem Mond. Und sie begann mit der Industrialisierung. 1905 ging das scheinbar los, da oben. Keine Ahnung, was die da gemacht haben, wie oder was da los war. Aber es kann sein, dass von hier Leute hochgenommen wurden oder so, keine Ahnung. Kann ich nicht sehen, was da genau passiert ist. Ja, das vorerst, bis wir Besuch von oben bekommen.